Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem Messenkanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast auf diesem Planeten, egal welche Sendung, egal welcher Kanal, egal welches Format, es ist Dana Rolle. Herzlich willkommen zurück, danke, dass du es wieder einmal auf die falsche Seite des Planeten geschafft hast. Ich nicht, du warst auf der falschen Seite. Immer auf die Männer schieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall den Abonnier-Button schön liebkost, sage ich mal, und wir uns dann vielleicht endlich mal bei 100.000 Abonnenten endlich in der Mitte treffen dürfen. Und vielleicht gibt es auch noch was ein oder anderes, habe ich gehört, für den Dezember, irgend so eine Geschichte mit was zu gewinnen und hat was mit Musik zu tun und so. Weiß ich nicht, hat irgendjemand so ein Vögelchen gezwitschert, keine Ahnung, ob das stimmt, aber allein deswegen lohnt es sich definitiv zu abonnieren, denn die Infos kommen da demnächst. Und was war mit dem Livestream eigentlich? Der ist explodiert. Okay. Ja, da müssen wir, also wir werden es auf jeden Fall machen, so einen K-Pop-Abend. Wir haben uns auch schon entschieden, beziehungsweise ihr habt euch gemeinsam mit uns entschieden, dass wir am besten am Samstagabend machen. Wir müssen das dann zu Hause einrichten, weil hier das Internet zu schlecht ist und eigentlich ist es auch ganz cool, dann ist eine neue Location, dann können wir das auch so ein bisschen gemütlicher gestalten, vielleicht mit ein bisschen Essen und Trinken und so weiter und so weiter. Genau, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Bleibt da dran, da machen wir wirklich so einen Livestream. Da ist dann vielleicht auch möglich, dass wir das parallel auf YouTube und Twitch machen. Das sollte theoretisch gehen. Aber es hatten auch einige geschrieben, dass sie schon Twitch haben, beziehungsweise sich einen Account machen würden, beziehungsweise theoretisch, wenn man normal guckt und es freigeschaltet ist, braucht man ja nicht mal unbedingt einen Account. Wenn es freigeschaltet ist, ja. Das geht auch. So. Oder vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja, oder vielleicht macht man dann nachträglich einen Zusammenschnitt auf YouTube. Extra für YouTube dann nochmal, der so ein bisschen schneller zusammengeschnitten ist. Machen ja auch viele andere. Aber so dann, wenn man live dabei sein möchte, dann eben auf Twitch und dann den Zusammenschnitt, die Kurzfassung davon dann auf YouTube. So, heute gibt es einen neuen Release von AOA. Mit dem Titel Come See Me. Oh, okay. Come See Me. Where? Now? Okay. Ich weiß nicht, wo ist die? An der Bahnstation? Das ist doch eine Straße. Oh. Let's go. Oh. In the dark. Auf jeden Fall Dancer. Twilight. 추운 겨울이 와도 내 눈 속에는 꽃이 피나 봐. 첫눈에 알아본 걸까? 첫사랑처럼 두드리니까 날 보면 무슨 생각 무슨 느낌 그댄 어떤지 이뤄낼 수 없는 그 무표정 솔직히 말을 하면 표현해줘 돌리지 말고 하늘의 별을 잇던 나에게 어는 길어둠 속 더욱더 우리 선명해지게 하얀 밤을 새도록 그대와 나 단둘이만 얘기하고파 가지고 싶어 서툴러줘 느끼 전에 날 보러 그대 발걸음 소리 내 마음이 설레고 있는 걸 알아요 날 보러 나를 찾는 목소리 한 걸음에 그대에게 달려가요 날 보러 Twilight The Twilight The Twilight Witzig. Das ist irgend so ein abgefahrener Effekt auf der Stimme gewesen. In der Hook. Da waren so ganz viele Kleinigkeiten und Details, die man zwischendurch immer mal wieder rausgehört hat. Auf jeden Fall. Ich fand jetzt nur gerade, ich habe so komisch geguckt wegen dem Effekt auf dieser Hintergrundstimme. Das war so ein bisschen verzerrt. So ganz interessant irgendwie. Ja, hören wir weiter. Sie sieht voll europäisch aus fast, oder? Ja? So ein bisschen schon. Naja. Krass.
Und der Lippenstift. 날 보러 와 그대 발걸음 소리 내 마음이 설레고 있는 걸 알아요 날 보러 와 나를 찾는 목소리 한 걸음에 그대에게 달려가요 날 보러 와 Twilight to twilight to twilight 날 보러 와 Twilight to twilight 어서 빨리 내게 와줘 Light 너날 은밀하게 좀 더 비밀스럽게 Love in the dark night 보여주려 내 마음 빛이 나는 순간 오늘 밤이 가기 전에 날 보러 와요 지금껏 안아줘요 내 눈빛이 떨리고 있는 걸 알아요 날 보러 내 맘 다 알잖아요 한 걸음에 너에게로 달려와요 날 보러 Twilight to twilight to twilight Twilight to twilight 어서 빨리 내게 와요 Nicht schlecht. Wir hatten ja von den Mädels die Queendom-Performance gemacht, ne? Miniskirt. Mit Miniskirt, genau. Ja, das war auf jeden Fall ein bisschen was anderes. War auf jeden Fall auch sehr stark. Da hatten die es uns ja schon so ein bisschen angetan, sag ich mal. Ja, das hier ist jetzt so eine richtige Radio-EDM-Dance-Nummer. Sehr gut durchproduziert. Alles auf den Punkt. Ist jetzt, ich weiß nicht, fließt so ein bisschen durch, sag ich mal, klingt jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist AOA. So, also ich könnte die jetzt nicht festmachen an diesem Sound oder an dieser Produktion. Ja, aber sonst, Also ich muss auch sagen, mich hat es jetzt nicht so mitgerissen, ehrlich gesagt. Es war nicht, also ich fand es nicht schlecht. Ich fand es gut. Nee, produziert aber ist gut, es war nicht unbedingt so meins. Den Anfang fand ich noch super interessant. Auch vom Sounddesign her und so es waren auch im Beat waren immer wieder sehr interessante Sachen, die man rausgehört hat. Auch in der Hook war, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, hat man manchmal nicht so ein Blubbern gehört, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, immer wieder hat man so kleine Details rausgehört, das hat es für mich noch so interessant gemacht. Aber es wäre jetzt nichts, was ich so privat in Dauerschleife durchhören würde vielleicht. Ja, da muss man auch zu sagen, dass wir beide nicht so die Typen sind, die viel Dance-Musik privat hören. Pop, EDM. Ja, dieses EDM-Ding vor allen Dingen. Diese Glitzersternchen in den Haaren. Wobei ich bin schon eher von uns beiden derjenige, der da auch gerne mal schnellere Tanznummern hört. Aber das hier ist wirklich so ein richtiges Radio-Ding. Ja, das kann ich mir richtig gut im Radio vorstellen. Voll gut, ja. Das, egal zu welcher Tageszeit, gerade morgens im Pendlerverkehr, das kann super durchlaufen, kriegst du sofort gute Laune. Es hat sogar ein bisschen Schlagercharakter, finde ich. Also wenn jetzt vorne, weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt Helene Fischer mittanzt, sondern die Vanessa Mai. Die Vanessa Mai vielleicht jetzt noch hier mitstehen würde, wird voll passen, so auch vom Sound. Die haben auch schon sowas gemacht. Weil es immer so ein bisschen eben diesen Dance-Charakter hat. Ja, die machen das jetzt ja auch, oder gerade sie macht das jetzt ja auch ein bisschen frischer und jünger. Vanessa Mai? Ja. Eben voll, ja. Sie hat ja sogar auch schon ein Feature mit Oleg Sesh gehabt. Ah ja, stimmt. Mit dem deutschen Hip-Hopper. Deswegen, also Vanessa Mai finde ich übrigens auch sehr, sehr cool, obwohl ich keinen Schlager höre. Aber ich finde, da ist die Vermarktung sehr gut. Sie macht das sehr gut. Ich finde, sie kommt sehr sympathisch rüber und hat auch schon einige coole Tracks gehabt, so, also wo ich echt sagen muss, cool, echt cool produziert. So ähnlich geht es mir gerade hier bei den AOA-Mails. Ich muss sagen, bei der Queendom-Performance hatten sie mich mehr erwischt. Auf mehreren Ebenen tatsächlich. Hier ist es jetzt echt so ein bisschen, ist gut, alles super schön produziert, aber es ist dann doch zu sehr von meinem persönlichen Geschmack entfernt. Ja.
Genau. Ansonsten kann ich hier vielleicht nochmal eben auf die musikalischen Besonderheiten hier wieder ganz typisch, dass sie hier in so ein Halftime mit diesem C-Part reingegangen sind. Der Part war cool. Ja. Weil es dann halt rhythmisch dann schon wieder ganz anders, beziehungsweise Drum-Pattern, also das, was die Drums spielen, rhythmisch, ist dann komplett was anderes wieder in diesem Halftime. Da hat man schon eher wieder so ein bisschen Hip-Hop-mäßig das Gefühl, und sie rappt ja dann auch. Ja. Das ist dann schon eher etwas, was wir beide auch privat hören. Witzig auch hier dieses Logo hier versteckt. Ja. Ne? Ja, hier eben auch tatsächlich komplett die Drum-Samples, die benutzt wurden, sind eben auch typisch 808, absolut im Zeitgeist, aber auch nur in diesem kurzen Part, gerade diese Hi-Hats und so, alles sehr 808 orientiert. Die 808 ist eine alte Drum-Machine von Roland aus den 80ern. Ich sag's sehr, sehr oft, weil ich immer denke, die Leute kennen das mittlerweile, weil die 808 und die Sounds der 808 haben einfach wirklich seit den 80ern die Musik komplett beeinflusst und verändert. Auch es gab auch einen Vorgänger und Nachgänger auf jeden Fall einige. Also es gab auch eine 909. Die Drum-Sounds wurden dann eher so im Techno-Bereich benutzt und so, weil die ein bisschen fetter, kälter und härter waren. Die 808-Sounds, die sind gerade so in dem Bassbereich so ein bisschen wärmer und sehr tief konnte die tatsächlich gehen. Ist so ein altes Gerät und wirklich eben 40 Jahre alt und gibt es immer noch, beziehungsweise die Sounds vor allen Dingen und Remakes und so weiter und so weiter. Und davon nährt sich auch ein Großteil der Popmusik aber krass, heutzutage. Ich wusste das gar nicht, dass 808s eigentlich von diesem Instrument oder Maschinen stammen. Weil ich dachte, es wäre einfach so ein Begriff für eben eine... Nee, es ist tatsächlich so ein Drum-Sequencer. Vielleicht, hier steht's. Hier ist sogar ein cooles, kurzes Video. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, aber eine Seite werde ich bestimmt zeigen können. Und zwar hier von Thomann, unser Musikhaus des Vertrauens. Kein Placement, by the way. Genau, da kann man hier das Gerät mal sehen. Ich wechsle mal das Fenster eben. Das ist in den 80ern, Anfang 80er, 82 wohl rausgekommen. Und hier ist eben alles drin verarbeitet, wie man elektronisch, ist das schon digital gewesen? Da müsste ich jetzt die Wikipedia-Seite aufmachen. Da gibt es dann genaue Unterschiede nochmal. Hier wurden diese Sounds entwickelt, beziehungsweise konnte man die erzeugen. Und hier tatsächlich auch so ein kleiner Drum-Sequencer. Ja, so haben wir den genannt. Hier eben auch so ein kleiner Drum-Sequencer unten drin, wo man eben mit Bedienen der Tasten genau bestimmt hat, an welcher Stelle, also in welcher Zählzeit man vielleicht dann die Kick hatte, die Snare, Hi-Hat, auch ich glaube eine geschlossene, eine offene, aber man sieht das hier teilweise. Ja, man sieht es sogar sehr gut. Da kannst du es hier sehen, Bassdrum. Man kann glaube ich sogar zoomen, warte. Ja, sehr gute Auflösung, Thomann. Die Toms sind auch dabei. Genau, da ist hier die Bassdrum, Snare Drum, Low Conga, Mid Conga, High Conga. Also mit Low, mit High ist tatsächlich die Intonation gemeint, also wo die tonal sich bewegen. Ja? Dann eine Low Tom, Mid Tom, High Tom. Wirklich wie am Schlagzeug auch. Da hat man ja auch unten diese große Trommel, die auf dem Boden liegt. Das ist die Bassdrum bzw. Kickdrum. Die Snare Drum, die ist immer links vom Schlagzeuger. Das ist auch die, wo er fast am meisten immer draufhaut. Und dann hat er direkt vor ihm ja noch eine links und noch eine rechts. Und dann noch eine, die rechts, ganz rechts von ihm auf dem Boden steht. Das ist dann immer die Low Tom. Und dann jeweils in der Reihenfolge High mit Low. Rim Shot ist auch auf der Snare Drum, aber da schlägt man dann an die Kante von der Snare, also nicht auf das Fell, sondern auf die Kante. Handclaps, ganz klar. Maracas oder Maracas, die auch ein Instrument. Witzigerweise auch die Cowbell. Cowbell, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oh doch, die wirst du 100%. Nee, ich meine jetzt in letzter Zeit in den Songs, die wir Bestimmt. gehört haben. Waren weil bestimmt du hast welche sie schon mal erwähnt ein paar Mal.
Ah, okay. Normalerweise, wenn ich sie höre, erwähne ich sie auch, aber die kommen eigentlich fast regelmäßig immer noch vor. Hier Percussion, ne? Maracas habe ich glaube ich nicht gesagt. Und Cymbal halt die Becken. Genau. Ja, und dann konnte man hier sich das eben alles einstellen. Diese Sounds wurden wirklich dann hier erzeugt in dem Gerät. Aber das ist nicht der Original. Ich glaube, der TR-08 ist der Remake, der ganz neue, glaube ich sogar. Der ist noch nicht so lange, ja. 2017 kam da raus. Der sieht aber der originalen 808 von Roland sieht der wirklich am ähnlichsten aus. Wo ist denn das Fenster jetzt? Ah, hier. Sonst zeigen wir mal ganz kurz die Originale, weil ich nicht weiß, ob das Video dann vielleicht gesperrt wird, deswegen wollte ich es nicht zeigen. Ohne Ton. Genau, so, hier hat jemand ein Video gemacht. Das ist die Originale. Da seht ihr, dass es wirklich nochmal von der Größe her ein ganz anderes Format ist, wenn ihr hier mal so eine Hand im Vergleich seht. Das ist die Originale aus 82. Ja, sehr, sehr cool. Genau, das sind die Sounds, die wir heute noch hören. Eben natürlich auch mal abgewandelt, ein bisschen moduliert und so weiter. Das ist schon daran orientiert. Aber es ist krass. Und darüber hat Kanye ein ganzes Album gemacht. Genau, ja, im Endeffekt schon. Ja. Danach benannt. 808 and Heartbeats, genau. Yeah. Mit dem Album muss man auch sagen, hat der 808-Sound nochmal so einen krassen Revival gehabt, vor allen Dingen in der Hip-Hop-Szene. Aber man mag es auch kaum glauben, selbst Phil Collins mit seinen Ende 80er, Anfang 90er Hits hatte auch schon 808 Sounds drin, wirkliche große Popnummern, also es ist jetzt nicht nur ein Hip-Hop-Instrument. Viele große Künstler, keine Ahnung, also es ist sehr, 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 sehr typischer Sound. Hier nochmal so ein Flashback an Instrument Know-how. So, zurück zu dem Song. Hier wird es aber eben auf jeden Fall genau, diese Hi-Hats ist eben an dieser 808 Cymbals oder Hi-Hats eben dann orientiert. Und dann hier wird es schon wieder dancey. Ich finde aber, man hat im Intro schon direkt gemerkt, dass es wirklich diesen Dance-Charakter bekommt. Das war noch sehr cool. Ja. Aber wenn du dann diese Hits hörst, dieses Fand ich ging noch, aber mit der... Ist es eine Gitarre? Was ist das? Was ist das? Ja, es ist alles synthetisch. Deswegen, es kann sein, dass... Klingt so gitarrenartig. Ja, es kann gut sein, dass es auch dass der Preset aus dem Instrument, aus dem digitalen Instrument, auch wahrscheinlich Nylon-Gitarre irgendwas hieß oder so. Das kann schon sein. Aber weil das alles synthetisch ist... Aber hat auch einen sehr sommerlichen Vibe, ne? Ja. Voll. Erinnert mich auch so ein bisschen Roland Schulz, sage ich schon. Robin Schulz und so weiter. Vibes So hätte ich schon mir wieder vorstellen können, Sonnenuntergang, Ibiza. Ja, voll. Irgendwie. Aber das könnte gut sein, dass es in so Clubs könnte das schon wieder richtig gut abgehen. Ja, aber ansonsten alles wirklich gut produziert. Zu Mix und Master sage ich nichts. Vielleicht bin ich da auch einfach zu empfindlich, ich weiß es nicht. Ich bin immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe immer bei den Höhen immer... Naja, du hast es ja schon mehrmals ausgeführt und wie Klopfer damals schon in Bambi von seiner Mutter gelernt hat. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Ja, alles Nette. Don't have to say something nice, better say nothing at all. So, und alles Schöne habe ich schon gesagt, die Mädels sahen fantastisch aus. Das muss man auf jeden Fall aber nochmal sagen, unabhängig von der Musik. Aber am schönsten war das mit dem schwarzen Lackoutfit und dem dunklen Lippenstift. Der Lippenstift war krass, der ist mir auch direkt aufgefallen. Und das Video war wirklich sehr, sehr... das ist eigentlich auch interessant, die Outfits hier. Ja, das hat mich so ein bisschen, ich wusste nicht, ob ich das in so einen Western-Cowboy... wegen den Hüten, aber eigentlich ja auch nicht. Vielleicht so 50er? Ja, nee. Da musst du dich besser auskennen. Es hatte schon ein bisschen auch ein bisschen zwiegespalten, aber es hat schon einen Western-Charakter wegen den Hüten und so wegen Leder, der Silhouette. So diese Lederapplikation. Hatten die nicht auch so Pistolen? Ah, nee. Also da nicht, in anderen 10 Jahren einige.
Das hat definitiv so einen Western-Landhaus-Charakter auch. Aber irgendwie cool. Hey, ja. Super interessant, wie die es gemacht haben. Vor allem, weil dieser Synthesizer die ganze Zeit durchläuft und ich nicht genau weiß, ob das der Synthesizer ist, der diesen Sound schon hat und die Stimme dann einfach, weil die genau an der Stelle ist, so ähnlich, weil sich das so übereinander legt und das deswegen so klingt. Ja. Aber sehr, sehr aufwendig produziert alles. Cooles Ding. Kann man nicht anders sagen. Wann ist es denn rausgekommen? Heute. Ach, krass. Also gestern. Cool. So, es ist... Oh, yes. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht kannst du uns so Hüte aufsetzen. Gibt's so ein... Doch, es gibt so ein Cowboy-Hut-Emoji, Und die oder? Zeit ist rum. Vielen, vielen Dank, dass du es jedes Mal hinkriegst, viel zu weit drüber zu reden und dann nachträglich nochmal die Zeit versuchst auszunutzen. So, Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und es ist Black Week. Irgendwie nicht mehr nur noch einen Tag, sondern die ganze Woche. Da habe ich ja auch so einen eigenen Amazon-Shop. Und wenn ihr Glück habt, schaut da mal gerne vorbei, amazon.de/Rahim, das ist unten auch alles verlinkt. Da sind alle Artikel, wie zum Beispiel diese Studio-Referenz-Kopfhörer, die wir hier im Studio benutzen und auch weltweit wirklich seit einem Jahrzehnt definitiv wirklich komplett von der Fachwelt benutzt wird. Guckt ihr gerne vorbei, alles verlinkt, alles kategorisiert, sortiert extra für euch, damit ihr da was Schönes findet. Und wie gesagt, abonniert den Kanal. Nächsten Monat gibt es eine sehr, sehr schöne Verlosung, die wird sich über ein paar Tage ziehen. Aber für den einen oder anderen Musikinteressierten oder vielleicht im Bekanntenkreis Interessierten. Vielleicht kann es ein Weihnachtsgeschenk werden. Definitiv wird das ein Weihnachtsgeschenk, weil es ist sehr, sehr cool. Also vielleicht nicht, also ob es direkt an den Gewinner ist oder der Gewinner es weiter verschenkt. Es ist auf jeden Fall cool. Es lohnt sich definitiv. Und ja, tschüss.